Einkauf ist erledigt. Jetzt geht es ein bisschen weiter. So, nicht mehr weit. Dann sind wir in Malaga, also richtig in Malaga. Wir sind ja schon in der Region, aber noch nicht richtig in der Stadt. Das wird sich dann wahrscheinlich zeigen, wenn wir das Eurovelo-Zeichen wiedersehen. Laut Komoot sollen wir jetzt wieder auf dem Eurovelo 8 sein. Beschilderung dazu haben wir aber noch nicht gesehen. Jo Leute, wir sind jetzt hier auf einem inoffiziellen Campingplatz quasi. Also hier sind richtig viele spanische Dauercamper auf einem leicht runtergekommenen Parkplatz. Der ist riesig. Hier sind aber auch ein paar Deutsche, Belgier, Briten, Niederländer und so weiter und so fort. So. Schatten gibt es hier nicht viel. Wir gehen jetzt aber zum Strand und chillen da ein bisschen rum. Und dann gucken wir, ob wir hier bleiben, ob wir hier zelten oder ob wir doch quer durch Malaga zum nächsten Area Recreativa fahren. Guten Morgen! Ja, wir haben hier richtig gut geschlafen. Wir haben gestern noch Nachbarn bekommen. Die hatten gestern noch mit irgendwie anderen hier gequatscht. Aber ja, ging auch nicht lange und bis 22, 23 Uhr hatten wir dann unsere Ruhe und es hat niemand gestört. Naja, außer diese Viecher hier. Die neugierigen Katzen. Weil da ist nämlich gestern eine aufs Zelt gesprungen. Warum auch immer. Ja, die haben ein bisschen genervt, sind ums Zelt herumgestreift, aber irgendwann waren die dann auch weg. Sehr gut. Jetzt nerven die wieder. Jetzt wollen sie ins Zelt. Da muss man auch sagen, so nicht. Rueda lenta el sol sobre dos ruedas sin prisa yo. El mundo pasa tan despacio bajo el azul este cielo mío. El camino serpentea, la brisa me orea, calor en la piel, nada más que ver. Rueda lenta el sol sobre dos ruedas sin prisa yo. El polvo brilla, la cuesta se humilla, no hay meta que alcanzar, solo el momento gozar. Rueda el sol. Rueda sin prisa. Rueda. Buenos dias. Wir haben 8:30, sind gerade dabei, das Zelt abzubauen, weil wir wurden geweckt von der Polizei. Die fährt hier gerade rum, klappert alles ab und sagt jeden Einzelnen, der hier illegal steht, dass er oder sie verschwinden soll. Guck, da fährt schon der nächste Camper und die Polizei ist gerade da hinten. Ihr seht es vielleicht, Polizei ist gerade wieder da, um nochmal nachzugucken, ob auch alle verschwunden sind. Ja, wir sind gerade dabei. Ann-Kathrin ist dann hinten noch dabei, Sachen am Fahrrad festzumachen. Ich bin jetzt hier am Strand, breite die Picknickdecke aus. Ist ja wohl erlaubt, oder?
Und dann frühstücken wir erstmal, damit wir auch fit sind für den Tag. Abril nos cubre de flores y sal, las ruedas cargadas, no hay más que pedal. El Mediterráneo azul a un lado, el camino serpentea lento y confiado, y sube la carretera, respira que la vista es sincera, kilómetro a kilómetro, metro a metro, cuesta a cuesta, el mar nos mira desde lejos y el alma agradece esta respuesta. No hay prisa, solo existe este instante grande y limpio. So Leute, 8:45. Die Sonne ist jetzt langsam hinter den Bergen da hinten. Ja, ihr könnt es vielleicht erahnen, was wir so in der letzten Stunde durchgemacht haben. Das war eine richtig krasse Schiebeaktion hier. Ich habe keinen Bock mehr. Vor allen Dingen wissen wir gar nicht, wo wir heute Abend noch landen. Fahren wir durch oder finden wir noch einen Schlafplatz? Das ist diese berühmte, spannende Frage. Aber wir haben jemanden Nettes getroffen, ne? Ja, auch einen anderen Deutschen, der hatte einen richtig großen Hund. Und auf jeden Fall ist er da mit dem Hund entgegengekommen und ich habe gesagt, das ist aber ein großer Hund. Dann meinte er so, soll ich den vors Fahrrad spannen zu mir als Scherz? Hab ich gesagt, ja, das kommt bestimmt schneller voran. Ja, und so sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Und der konnte ja auch Deutsch, weil er ja auch aus Deutschland kam. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann sind wir irgendwann, haben wir angehalten, sind ein bisschen weitergeschoben, hatten uns von ihm schon verabschiedet, dachten, okay, wir sehen ihn jetzt nicht nochmal. Und dann kam er irgendwie nochmal zurück und hatte uns dann japanische Mispeln geschenkt. Genau, japanische Mispeln, so heißen die. Und zum Essen und hat uns noch gezeigt, wie man die isst und so. Und das war richtig nett. Die kannten wir vorher noch nicht und die waren richtig lecker, ne? Ja, so eine Mischung aus Melone und Wasser irgendwie hatte ich das Gefühl. Melone und Wasser? Also so würde ich es vom Geschmack her Wassermelone. irgendwie. Naja, nicht Wassermelone, eher diese mit diesem orangenen Fruchtfleisch. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Melone heißt. Japanische Mispeln. Na gut, dann fahren wir halt weiter. Hui, immerhin geht es jetzt ein bisschen bergab. Mal gucken, wie lange. Aber die Aussicht ist schön hier. Schaut euch mal die Aussicht an. Buenos dias! Schaut euch mal diese coole Aussicht an. Wow. Welcome to Salobreña! Las curvas regalan postales de luz, sudor que se seca con brisa y salud. Cada altura ganada es un triunfo callado, un suspiro grabado en este paisaje soñado. So Leute, nach 4 Nächten in der wilden Natur sind wir jetzt hier wieder auf einem Campingplatz für 30 € die Nacht. Genau, ohne Strom, aber mit Strom hätten wir nochmal 5,70 € draufzahlen müssen. Also ist es uns gerade nicht wert. Da sind wahrscheinlich die ganzen Instandhaltungskosten und so für diese Stromversorgung mit drin und was weiß ich noch alles. Der Gedanke ging gerade dahin zu
Gleich bauen wir unsere Campingstühle auf, kochen was Nettes, aber die haben wir ja gar nicht mehr, ne? Genau, habe ich Nico gerade daran erinnert, dass wir die Stühle doch zurückgeschickt haben. Ja. Aber wir haben ja unsere schöne Picknickdecke, die können wir doch genauso ausbreiten oder wir bauen einfach schon unser Zelt auf. Genau. Und dann kochen wir schön. Heute sind wir nicht weit gekommen, weil Ankertringen geht's nicht so gut. Ja, und der Wind hat heute auch ein bisschen zu schaffen gemacht. Also hat der eine Herr uns vorhin gesagt, 60 Kilometer die Stunde angeblich der Wind. Ob das so stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber wir hätten zwar Rückenwind, aber es ist trotzdem manchmal gefährlich. Und heute ist Ostern, also gönnen wir uns mal einen Campingplatz. Ich bin wieder einigermaßen fit und jetzt geht's weiter. Hier ist wieder alles voll mit Plantagen, also Gewächshäusern. Und hier auch, direkt am Meer. Da sind auch teilweise Bananen drin, haben wir gesehen, aber auch so Tomaten und alles, was man bei euch wahrscheinlich bald im Supermarkt sieht. Hier wurde auch echt jedes freie Grundstück genutzt. Da vorne, zwischen den Fabrikhallen, hier überall, auf den ganzen Bergen, jede kleine freie Fläche. Da hinten auch sieht man das richtig gut. Und hier hinter den Palmen. Alles ausgenutzt. Nur um irgendwas anzubauen. Jo Leute, hier nochmal einen allerletzten Blick auf Cala Honda. Kleiner Ort, aber wunderschön. Y sube la carretera, respira, que la vista es sincera, kilómetro a kilómetro, metro a metro, cuesta a cuesta, el mar nos mira desde lejos y el alma agradece esta respuesta. So, wir sind am Strand. Hier bleiben wir erstmal ein bisschen. Ein paar Minütchen oder ein paar Stündchen. Und dann geht's weiter. Schaut euch das mal an, wie schön das hier ist. Wow. Ach ja, und wir haben gerade was Interessantes entdeckt. Am Himmel sieht man jetzt nicht mehr ganz so, aber da oben seht ihr ja diese weiße Spur. Kennt man ja von Flugzeugen. Davon geht eine leichte schwarze Spur aus. Also geht dann unten weiter und endet irgendwo da hinten am Horizont. Das sieht aus, als wenn da irgendwie ein Flugzeug abgestürzt ist. Kann auch ein Komet gewesen sein oder so. Habt ihr eine Ahnung, was das sein könnte? Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben hier hinter einer alten Hütte gezeltet. Das war wahrscheinlich mal ein Café oder so, weil das hier ist ein alter Campingplatz. Der hat wahrscheinlich schon seit 5 oder 10 oder noch mehr Jahren zu. Und ja, hier hat uns niemand gestört. Hier sind zwar Anwohner von diesem klitzekleinen Dorf öfter mal vorbeigekommen mit Mülltüten, weil da hinten sind die Mülltonnen für das ganze Dorf wahrscheinlich. Irgendwie voll lustig. Ja, wir sind hier übrigens zwar am Mittelmeer, am Westmittelmeer, aber genauer genommen heißt das Alboranmeer. Vielleicht gut zu wissen, weiß ich nicht. Und eins, was mir heute richtig bewusst geworden ist: Schaut mal an, wie blond meine Haare werden. Das ist mir nie
so krass in meinem Leben aufgefallen. Die Sonne bleicht meine Haare aus. Voll interessant finde ich das. Das hatte ich früher mit kurzen Haaren nie. Die habe ich ja erst seit 2 Jahren ungefähr. Wir wurden gerade beschenkt, und zwar reichlich, von einem Mann, der sich für unsere Reise interessiert hat und das ganz toll fand, wie viele Kilometer wir schon zurückgelegt haben. So krasse Brücken hier. Ja, da oben ist die Autobahn, ne? Und wir fahren da hoch. Naja, wir schieben erstmal. Wir sind hier auf einen guten Fahrradweg. Ausnahmsweise mal. Mal gucken, wie lange noch. Wann der endet. Ist jetzt Psycho Kalle ausgeschildert. Da ist das Schild. Jetzt sind wir auf der Psycho Kalle. Naja, auf jeden Fall sind wir hier in Adra. Wir waren gerade bei Lidl. Daneben gab es auch einen Teddy. Da waren wir nicht. Aber jetzt sind wir hier in der Region. Ich kann euch das ja mal mit Google Earth einblenden. Hier sind richtig viele Gewächshäuser. Achso, wir haben übrigens was gefunden. Ein Handtelefon. Ein Blackberry. Ja, das lag wohl schon länger da, wo wir es gefunden haben. Ich glaube, das ist nicht gut, dass es da lag. In der Natur. Wir werden das mitnehmen. Zum nächsten Elektronikgeschäft oder whatever. Mal nachfragen, ob die das für uns richtig recyceln können. Ja, das gehört nicht einfach so in die Natur. Da lag natürlich noch viel mehr, aber wir können da jetzt keine Autoreifen oder so mitnehmen. Buenos dias, Leute! Heute geht's erst richtig nach El Ejida. Aber vorher oder vielleicht auch zwischendurch müssen wir nochmal zur Polizei, weil uns fiel gestern Abend ein, dass mit dem Blackberry, es könnte ja auch geklaut worden sein, ist ja noch eine SIM-Karte drin. Ne? Wäre vielleicht besser, das bei der Polizei abzugeben. Das machen wir dann heute. Mal gucken, ob die aufhaben. Ansonsten dann bei der nächsten Polizeistation, die wir treffen. Die sind ja mal wieder lustig. Fahrradverbot. Baustelle. Wo sollen wir hin? Sollen wir abheben und drüber fliegen? Hier ist keine Umleitung oder so für uns. Hier ist zwar ein kleiner Weg, aber das führt zu einem Feld oder zu privat. Naja, wir werden dann trotzdem da durch. Kam ja uns ja auch gerade wieder eine Radfahrerin entgegen, also. Wir sind wieder auf der A7. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Warum sind wir nicht auf der Straße daneben? Wir wurden extra jetzt hier hingeleitet. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. So Leute, da ist die Abfahrt. Endlich. Ich könnte mich jetzt mega fett aufregen. So eine fahrradfeindliche Führung. In Niederlande hätte das alles ganz anders ausgesehen. Aber was bringt mir diese Aufregung jetzt? Ihr wollt doch was von den Gewächshäusern sehen, oder? Bitte sehr. Da haben wir Gewächshäuser, da hinten sind Gewächshäuser und da hinter der Autobahn sind auch Gewächshäuser. Wir zeigen euch gleich noch ein bisschen mehr. Hier könnt ihr das vielleicht ein bisschen sehen. Da wachsen Paprika. Aber ich weiß nicht, ob das normal ist. Die Paprikas sehen gut aus. Aber die Pflanzen von den Paprikas, das ganze Grün, total vertrocknet. Ist das normal? Und hier haben wir Zucchinis. So Leute, zwischendurch ist noch eine Schule. Da sind viele kleine Kinder, ich glaube eine Grundschule oder so. Und
Wir schauen hier mal hinter dem Parkplatz einmal lang. Da ist die Folienwüste. Die geht bis zum Meer. Und direkt daneben ist eine Fabrik, wo die das sortieren in Kisten, wahrscheinlich auch waschen oder so, schätze ich mal. Und dann geht es direkt auf die LKWs. Wir sind jetzt in der eigentlichen Stadt, da wo die Menschen wohnen und nicht das Gemüse. So sieht es hier aus. Ist doch eigentlich ganz nett, wie sonst woanders auch in Spanien. So, wir sind da. Es ging jetzt schnell, wir haben nicht mal das Gebäude betreten. Der Mann, der uns gesehen hat, hat uns die Tür geöffnet, hat das Telefon in die Hand genommen und ja, nichts unterschreiben, nichts ausfüllen oder so. Wir konnten direkt wieder gehen. So, jetzt gucken wir nochmal nach einem Fahrradgeschäft, weil wir brauchen ja noch Bremsbeläge. Die gab es ja bei Decathlon nicht. Oh, ich war jetzt gerade hier im Fahrradladen, aber keine Magura Bremsbeläge. Haben wir was dort? Ja, wir sind ganz normal auf der Straße bzw. auf dem Fahrradweg gefahren und ein Auto ist langsamer gefahren und dann bist du ja schon mit dem Fahrer irgendwie ins Gespräch gekommen. Das habe ich gesehen. Genau, ich habe dann gemerkt, dass er mit mir spricht und habe dann versucht zu antworten. Er kann leider nur Spanisch, aber irgendwie hat es dann doch dazu geführt, dass wir ein paar Minuten später mit ihm in einem Lokal, also in einem Restaurant, saßen und ja, dann hat er uns was zu trinken ausgegeben. Was waren das? 2, 3 Colas, ne? Ja, oder 4 Colas oder so, glaube ich. Und noch einen Tee. Genau, und Tee, ja, und dann gab es noch Essen. Ja, wie gesagt, wir haben nichts verstanden. Er hat einfach Essen bestellt, klassisch spanisches, und da war dann leider Fleisch drinne. Ja, gut. Haben dann auch gesagt, dass wir Fleisch nicht essen und so weiter. Da hat er extra noch Gemüse bestellt. Das war ganz nett. Dann konnten wir da so gebratene Zwiebeln, was war das, Aubergine und Tomaten, genau, auf diese Baguette-Scheiben essen. Das war ganz gut. Und dann waren da noch ein paar Pommes bei. Genau. Ja, viel haben wir jetzt nicht verstanden. Ne? Wie gesagt, er kann nur Spanisch. Ja, und später hat sich noch irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich seine Schwester ist oder auf jeden Fall jemanden, den er kennt, dazugesetzt. Eine weibliche Begleitung auf jeden Fall. Ich glaube, das war seine Schwester. Ich glaube auch, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und hat sich noch dazugesetzt und sich auch ein bisschen mit uns unterhalten. Und dann hat er sie auch noch mit eingeladen. War ganz lustig irgendwie. Ja, wir haben trotzdem ein bisschen was verstanden. Also, dass er Backpacking gereist ist, in Norwegen und so weiter. Er hat auch auf Google Maps Orte gezeigt, wo er überall schon war. Er war auch schon in Argentinien und so, ne? Ja. Südamerika unterwegs, und er ist auch ein bisschen mit Fahrrad gereist. Da hatte er auch seinen Hund mit. Den Hund hat er angeblich aus Marokko. Ein kleiner süßer Hund. Und ja, was hast du noch verstanden? Dass er noch 5 Jahre in Agadir gewohnt hat, glaube ich. Genau, Agadir ist unten in Marokko, also Mitte Marokko. Ja. Ja, und es war noch ganz interessant, dass, wir nennen sie jetzt mal seine Schwester, noch in einem Auto gelebt hat, also wirklich in einem ganz kleinen, einfachen Auto. Sie lebt im Auto. Und da hat sie uns das auch noch mal ganz kurz gezeigt am Ende. Ja, genau. Den Hund haben wir dann auch noch kennengelernt. Es war ganz nett. Und auch alles sehr spontan. Genau, spontan und schön. Alles, was ihr da weiß seht, sind Gewächshäuser. Und das hört noch nicht auf. Da kommen noch ein paar Gewächshäuser Kilometer weit. So Leute, wir sind erstmal am Ende. Da sind die letzten Gewächshäuser.
Also in den Massen sehen wir die, glaube ich, gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Das war schon extrem hier. Hinter uns ist das Meer. Und ja, wir sehen schon Berge im Hintergrund. Da müsste irgendwo Almeria sein. So Leute, wir haben einen Schlafplatz anscheinend. Aber so schön das hier auch ist, mit Meerblick, mit doppeltem Dach, es ist die Hölle! Das ist die Mückenhölle. Ich weiß nicht, wie viele Mückenstiche wir haben. Wir standen nur ein paar Minuten, haben telefoniert, sind wir irgendwo in der Umgebung lang gegangen. Und hier, nachdem, ob man hier 2 Sekunden steht, hat man 9 Mückenstiche oder mehrere neue Mückenstiche. Es ist echt eine Qual. Ja. Mal gucken, ob wir das überleben. Also, erst dachten wir noch an Biwaken, aber als die Sonne unterging, haben die Mücken erst richtig angefangen und naja, wir wollen unbedingt mindestens das Zelt aufbauen. Wahrscheinlich das Zelt komplett, damit wir unsere Ruhe haben. 2 auf Radio.